Wie können wir Zusammenhänge wieder praktisch erfahrbar und begreifbar werden lassen? Wie kommen wir von unserem Ego-Bewusstsein zu einem ganzheitlichen Ökosystembewusstsein? Wie müssten die Lernorte aussehen, in denen wir mit dem Boden, den Pflanzen, den Tieren und den anderen Menschen zusammen in eine Beziehung treten und in denen vor allen Dingen Raum für unsere Kinder da ist? Wie könnte eine neue Beziehungskultur aussehen, in denen wir sogar bis in die Ökonomie versuchen, neue gemeinwohlorientierte Wege zu gehen? Die solidarische Landwirtschaft bietet hier ganz praktische Möglichkeiten und für mich ist sie die Grundlage für die Lernorte der Zukunft, in denen wir handlungsfähig werden und in denen wir die Potenziale entfalten, die die Erde dringend braucht. Also, wir haben eine Ackerbauepoche hier auf dem Hof gemacht und in der Waldorfschule kommt in der 3. Klasse die Ackerbauepoche unter anderem vor. Und es ist aber schon vor über einem Jahr die Idee entstanden, dass wir diese Epoche mal richtig auf einem Hof machen, dass die Kinder nicht nur an 1 oder 2 Tagen oder vielleicht höchstens einmal in der Woche ihren Acker anschauen können, sondern dass sie richtig eine Epoche lang jeden Tag tätig sein können und arbeiten können. Und das haben wir hier gemacht. Was ich sehr, sehr besonders fand, war, die Kinder zu erleben, wie unheimlich fröhlich sie waren und wie unheimlich lebendig sie waren. Normalerweise erlebe ich das am Schulvormittag, so viel Mühe wir uns auch geben in der Schule, dass sie irgendwann müde sind und keine Lust mehr haben oder die klassischen Bauchweh und Kopfweh und sonst welche Wehwehchen auftauchen. Und das hatte ich nicht einmal in 4 Wochen. Kein Kind klagte über irgendwelche Dinge, es sei denn, es wurde sich mal in den Finger geschnitten oder so beim Möhrenschneiden, aber das war was anderes. Und das fand ich sehr berührend, dass die Kinder so in diesen Tätigkeiten aufgingen und sich so verbunden haben hier mit ihrer Jurte, wie sie sagten, mit dem Hof und auch mit ihren Arbeiten, dass sie so zufrieden waren. Man spürte richtig, wie glücklich und zufrieden die waren. Es gab natürlich auch immer mal Tage, da fand man eine bestimmte Arbeit doof und zu anstrengend. Aber interessanterweise kam dann beim Rückblick, das fand ich heute doof, aber ich freue mich schon richtig auf morgen. Ich finde es einfach total super, dass die Kinder diese Epoche, also diese ganzen Erlebnisse hier erleben durften, weil für mein Empfinden sind das Werte, die einfach total nachwirken, weil alles, was man selber von sich aus tut, hat einfach einen nachhaltigen Effekt. Also man lernt ja auch emotional und wenn man dann, also ich durfte ja ein paar Jungs auch erleben, wie die dann so Rambazamba und dann plötzlich bei den Schafen kommt einfach dieses ganze Weiche, sag ich mal so, raus und die ganze Fürsorge und Empathiefähigkeit wird ja total geschult oder einfach bei den Kindern total angesprochen. Das passiert ja gar nicht, wenn man so im Klassenraum sitzt und das alles so mit dem Kopf erfasst.
Hier in so einer Form von Bildung und Lernen kann man einfach Kinder so erreichen, weil sie wirklich im Ganzen angesprochen sind und selber mit den Füßen im Matsch stecken und so richtig dieses ganze ja, Leben, was einfach Leben ist, nämlich mit dem ganzen Körper einbezogen sein. Das ist hier möglich. Genau. Die Kinder kamen morgens mit Autos oder mit dem Bus hier an und dann haben wir uns erstmal hier in der Jurte versammelt und saßen hier im Kreis und hatten erstmal einen kurzen Hauptunterricht, so etwa eine gute Stunde, 1,25 Stunde. Und in der Zeit gab es dann einen klassischen rhythmischen Teil und wir haben Heftarbeit gemacht, ich habe was erzählt zum Thema Ackerbau, zum Thema Landwirtschaft. Und dann haben wir hier gemeinsam gefrühstückt in der Jurte und dann war halt das Besondere, dann gingen wir hinaus und die Kinder waren in 4 Gruppen eingeteilt und haben dann 1,5 Stunden draußen gearbeitet. In welcher Gruppe heute? Ich bin in der Kuhlandgruppe. Wir sind ja jetzt mal 4 Erwachsene und jeder geht zu... Die Tiergruppe geht zu Paulus, die Gartengruppe geht zu Hanan, die Baumgruppe geht zu Moritz. Es gab eine Tiergruppe, die hat sich um die Tiere gekümmert. Es gab eine Erntegruppe und die hat halt geerntet, was gerade dran war. Es gab eine Schönmachgruppe, die hat meistens Laub gehakt oder andere Dinge getan. Und dann gab es eine Baumanstreichgruppe. Da wurden die Bäume angestrichen mit einer Mischung aus, was war das, Lehm und Kuhmist und Kalk und Wasser, um die Bäume vor Insekten zu schützen. Und alle, nach 3 bis 4 Tagen wechselten die Gruppen, sodass jedes Kind auch wirklich alle Tätigkeiten einmal machen konnte. Was auch für mich sehr, sehr schön war, ich habe ja erzählt, ich bin von Gruppe zu Gruppe gelaufen und habe zugeschaut, was die Kinder machten. Und vor allen Dingen habe ich nicht nur zugeschaut, sondern mir auch immer erklären lassen von den Kindern, was sie gerade tun und warum sie das tun. Und das war ein richtig schöner Rollentausch, denn ich denke jetzt gerade an eine Situation, da war ich bei der Tiergruppe, da waren gerade 5 oder 6 Jungs an dem Tag in der Tiergruppe und waren gerade dabei, die Eier einzusammeln und sie zu füttern, die Hühner. Und dann kam ich halt dazu und machte gleich mit und nahm mir Hühnerfutter und wollte das verteilen. Und da kam dann ein Junge und sagte, nee, Frau Nann, das machst du jetzt nicht so ganz richtig, das ist aber auch nicht so schlimm, ich erkläre dir das jetzt. Und er war jetzt halt in der Rolle des Lehrers oder er war halt derjenige, der sich auskannte. Und dann habe ich mir das erstmal alles erklären lassen und dann war er auch ganz zufrieden, als ich es dann richtig machte. Und so ging mir das, also solche Begegnungen hatte ich oft. Ich wusste noch, die picken oder das Finja, da. So, jetzt sagt Finja nochmal alle Tschüss. Tschüss. Finja. Da sind die Eier. (159 minus 22). Wir können ja mal 159 minus 20 rechnen. Oder minus 10 erstmal. Ja. Minus 10. 149. Und nochmal minus 10. 139. Genau. Und dann noch 2 weniger. 137. Genau. Also haben wir braune 100.
und 37. Wie viel sind denn kaputt gegangen heute? Gar keins. Oh, perfekt. Ich weiß noch einmal bei den Mädchen, da waren die gerade beim Ernten, nee, da waren sie beim Pflanzen, Feldsalat war das, glaube ich. Und kaum war ich da, standen sie auf und stürmten zu mir und sagten mit strahlenden Augen, guck mal, wie viele Reihen wir schon geschafft haben. Ist das nicht unglaublich? Bis da hinten hin haben wir schon gepflanzt. Und genau, und haben dann auch genau erklärt, wie der Abstand sein muss und wie genau man die kleinen Pflänzchen anfassen muss, damit sie nicht kaputt brechen können und wie wichtig das auch ist. Und jedes Mal spürte ich halt die Ernsthaftigkeit. Das war nicht irgendeine Tätigkeit, die man mal schnell tut, damit man dann spielen kann oder was anderes machen kann, irgendwas Lästiges, sondern die gingen total auf in ihrer Arbeit. Und genau, das sagte ich schon. Und sie waren so unglaublich ernsthaft dabei, im ganz Positiven. Super, gute Idee. Und für mich ist das auch einer der wichtigsten Aspekte aus der Waldorfpädagogik, nämlich, dass wir die Inhalte an die Welt anknüpfen. Und genau das ist hier passiert. Die Kinder haben unmittelbar erlebt, dass ihr Tun absolut sinnvoll ist. Da kann man eben erleben, wie die Kinder handeln wollen. Rennen, aber auch handeln. Und wie sie mit einem erstaunlichen Verständnis dann darüber sprechen, wie die Stämme von den Obstbäumen behandelt werden, damit die Obstbäume nicht von Ungeziefer befallen werden und so. Und damit sieht man also eine Art Entkrampfung des ganzen Geschehens zwischen den Erwachsenen und Kindern. Dann sieht man eben die Aktivitätskraft von diesen Kindern. Das ist ja menschlich und natürlich. Und man sieht auch dieses Verhältnis zu den Erwachsenen von den Kindern aus, wie schön das ist, weil die Erwachsenen selber arbeiten. Kein Erwachsener kontrolliert, was die Kinder machen oder beobachtet oder guckt nur zu, sondern die Erwachsenen machen selber alle was. Und überhaupt der ganze Hof zeigt das ja. Kein Mensch sitzt hier rum und genießt irgendwie das Leben oder ist eben Zuschauer des Daseins. Alle sind im Dasein Handelnde und sinnvoll Handelnde. Und das strahlt eben die ganze Atmosphäre eines biologisch dynamisch betriebenen Hofes aus. Es werden viele Menschen gebraucht, es ist viel Handarbeit. Es muss auch viel ausgetauscht werden in dem Morgenkreis und überhaupt bei jeder Begegnung. Jeder nimmt irgendwie teil an den Arbeitsprozessen den anderen. Und jeder fällt sofort auf, wenn einer krank ist, dann wird über den gesprochen, wann kommt er wieder und so. Also es ist eine gemeinschaftsbildende Wärme da, Gemeinschaftswärme und sehr viel Entscheidungskraft jedes Einzelnen. Man hat nicht das Gefühl, dass ein Chef ist, der alle genau dirigiert, sondern wirklich ein sich aufeinander einspielen, also eigentlich eine Art Gemeinschaftsprozess
der was von einer großen Familie hat. Da gibt es natürlich schon den Bauern, der das Sagen hat, das ist ja klar. Aber auch der Lehrling strahlt nicht Abhängigkeit aus. Und das sind Elemente, die die Kinder wahrnehmen. Unbewusst, aber irgendwie als Atmosphäre der Menschlichkeit bis in die Knochen. Das ist eben das Element, was in der Schule, in der traditionellen Schule, im Wesentlichen fehlt. Die Kinder kommen in die Schule, die eigentlich ein Ort ist, wo es nichts zu handeln gibt, denn es ist alles fertig. Je besser die Schule, umso fertiger. Und je ordentlicher die Schule betrieben wird, also mit der Putzkolonne am Nachmittag und mit den geputzten Fensterscheiben in den Ferien, umso fertiger finden die Kinder die Schule als Gebäude, aber auch das Gelände um die Schule vor. Und die Lehrer betreten ja auch die Schule in einer Weise, dass eigentlich die Arbeit, die produktive Arbeit, also Fabrikarbeit oder Verkehr oder Handarbeit, überhaupt Produktivität in jeder Weise außerhalb der Schule ist. Man hört da hinten das Rauschen der Stadt oder das Rauschen der Autobahn oder vielleicht sogar das Brüllen der Tiere, aber das Schulgelände selbst, da brüllen keine Tiere. Das ist sehr wichtig, dass da keine brüllen. Ne? Und der ganze menschliche Betrieb ist so, dass es eigentlich möglichst ruhig ist. Die Kinder sollen auch nicht schreien. Und sie sollen eigentlich auch nicht hochklettern, dafür gibt es eine Kletterwand, aber nicht auf die Bäume auf dem Schulhof. Dann unter Aufsicht an der Kletterwand, die man für 30.000 € angeschafft hat. Das musst du auch mal machen, Christi. Ich kann aber überhaupt noch nicht. Soll ich dir mal meinen Sprung zeigen? Ja, die muss immer noch sehen. Und mutig von jemandem, der da einen Koffer reinmacht. Nee, das macht man nie im Leben, dann wird man tot. Außer... Super, jetzt der... Das Zeitalter der Einzelkämpfer ist wohl vorbei. Und wir erleben jetzt in vielen Bereichen dieser Gesellschaft etwas, was uns in der Biologie schon mal passiert ist, lange bevor es uns gab. Das ist der Übergang von den Einzellern zum Vielzeller. Und möglicherweise haben wir auch eine Zeit gebraucht, und das war auch notwendig, dass wir uns durch Wettbewerb und Konkurrenz alle so weit getrieben haben, dass wir uns gegenseitig bewiesen haben, wozu der Mensch, der einzelne Mensch, im Guten, aber eben auch leider im Schlechten in der Lage ist. Und jetzt ist das nicht mehr nötig. Jetzt muss man sich nicht noch weiter treiben, sondern jetzt müssten wir alle gemeinsam zusammenhalten und müssten Verantwortung übernehmen, für das, was auf dieser Erde oder in den Kommunen oder in diesen sozialen Lebensräumen inzwischen an Schäden angerichtet worden ist. Und diejenigen, die das am allerleichtesten können, das sind natürlich die jungen Leute. Und dort, wo es besser geht als irgendwo anders, ist auf dem Land, nicht in der Stadt. Das ist schwierig und deshalb müsste eigentlich das Land, müssten dörfliche Kommunen Vorreiter werden für diese andere Art von Beziehungskultur, in der Menschen nicht mehr versuchen, sich selbst dadurch zu stärken, indem sie andere fertig machen und abwerten oder Chaos nutzen, sondern sie müssten einander einladen und ermutigen und inspirieren, dass sie gemeinsam nach Wegen suchen, um die entstandenen Probleme beheben zu können und um auch wieder neue, innovative Lösungen zu finden. Die Kinder und die Jugendlichen, die in so eine Gemeinschaft hineinwachsen, die könnten diese anderen Lösungen finden. Und das Wichtigste, was diese jungen Leute brauchen, ist nicht ganz viel Wissen, was sie sich in der Schule da, um gute Zensuren zu kriegen, aneignen, sondern was diese jungen Menschen vor allen Dingen brauchen, das sind Erfahrungen. Erfahrungen, wie schön es sein kann, wenn man sich um was kümmert.
Und dass es eigentlich nur immer gelingt, wenn man es gemeinsam tut und nicht alleine und nicht gegen die anderen. Und deshalb müssten unsere Dörfer, unsere Gemeinden, müssten die erwachsenen Mitbürger in solchen Gemeinden immer wieder gucken, wie sie für die jungen Leute Erfahrungsräume schaffen können, wie sie für die jungen Leute etwas bereitstellen können, einen Rahmen schaffen können. Innerhalb dessen sie dann diese jungen Menschen merken, wow, das ist toll. Wir können was bewegen, aber nicht indem wir alle gegeneinander arbeiten, sondern indem wir gemeinsam arbeiten. Und so eine gemeinschaftsbezogene Landwirtschaft ist natürlich ein wunderbares Instrument, was man dann entwickeln kann. Bruno. So, jetzt werden alle Trink- und Esssachen einmal hinter euch gestellt. Oh ja, ich muss da gucken. Okay. Heute waren wir alle ein bisschen länger draußen, das war aber auch gut so. Denn es gab richtig viel zu tun. Und jetzt möchte ich gerne nochmal jede Gruppe hören. Amadeo, ich war mit Johanna und Ninemor Rotkohl ernten. Und von den anderen, wie ihr vielleicht seht, und von den anderen Kindern habe ich heute nur ganz von der Weite was gesehen. Die Tiergruppe habe ich ab und zu mal gesehen bei den Hühnern. Und ein Huhn hat ein Ei direkt in meine Hand gelegt. Wie war das? Also erstmal dachte ich, dass das Huhn brütet. Dann bin ich da hingegangen, dann wollte ich das wegschubsen, weil da drunter noch Eier waren. Aber dann habe ich gewartet und plötzlich hat die so gedrückt. Dann habe ich meine Hand da drunter gelegt und dann ist es direkt in meine Hand gefallen. Wir waren heute im Gewächshaus und da haben wir Salat gepflanzt und wir dürfen auch ein bisschen von dem Salat probieren. Wie schmeckte der denn? Super! Ja, und dann haben wir noch so einen roten Salat gefunden, der war voll mit Sand. Wie hieß denn der Rot? Weiß ich nicht. Warte mehr. Sind das die anderen aus Hoffnung? Stinksalat hier. Lilan, weißt du das noch? Aber wie alle Ende fast. Die haben vorher Curry herausgezogen und ich hab immer Curry an den anderen Arbeiten weitergegeben. Und das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ich habe ungefähr 20 Himbeeren gegessen. 20 Himbeeren? Ich auch. Und wie viel Porree hast du geerntet? Heute, ihr wart die Tiergruppe und ihr wart jetzt die Baumgruppe. Dann macht ihr morgen entweder die Schönmachgruppe oder die Erntegruppe. Wir machen die Schönmachgruppe. Dann macht ihr die Erntegruppe. Das sage ich morgen aber noch mal ganz genau. Jetzt möchte ich euch was von Jabal erzählen. Über mir der Himmel mit seinem Licht, unter mir die Erde mit ihrem Gewicht. Vor mir der Weg, den ich wandern will, hinter mir die Sterne, die leuchten still. Rechts ist die Tat, die Hoffnung, der Mut. Links ist der Frieden, der macht alles gut. Und tief im Herzen, ganz innerlich, inmitten von allen, da lebe ich. Auf Wiedersehen, liebe Kinder. Auf Wiedersehen, liebe Frau Nanni. Jetzt können wir. Was etwas ganz, ganz Wichtiges und Besonderes ist auch noch aufgefallen oder mir noch aufgefallen. Und zwar, während die Kinder am Arbeiten waren und beispielsweise geerntet haben oder gepflanzt haben, da sind ihnen Fragen gekommen. Und diese Fragen waren eben echte Fragen. Und das ist so unglaublich wichtig. Also durch ihre Beschäftigung mit etwas sind ihnen Fragen gekommen, die sie wirklich interessieren.
mit unserem Projekt hier erste Erfahrungen gesammelt und dabei ganz tolle Erlebnisse gehabt. Es war sicherlich auch herausfordernd für die Beteiligten auf dem Hof, für die Eltern, für die Lehrer. Wir mussten vieles ausprobieren und ja, uns neue Wege suchen. Und ich denke, gerade das ist wichtig, dieser Versuch. Zu gucken, wie können wir alte Ideen und alte Begriffe neu denken. Wie können wir uns trauen, das zu tun, was wir meinen, was anliegt. Und wie kommen wir dahin, zu spüren, was die Zukunft von uns verlangt und uns aufzumachen, Neues auszuprobieren.